Heute ist der Tag, wo wir endlich losfahren und das ist irgendwie noch ziemlich unwirklich. Hoch motiviert losgefahren mit einem offenen Ende. Ich wollte auf jeden Fall auf die Kanaren, aber das war mein großer Wunsch gewesen. Unser Projekt Langfahrt, das läuft tatsächlich schon seit 5 Jahren. Zeit für einen kleinen Rückblick, wie es uns in den letzten 5 Jahren ergangen ist. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Reise komplett anders gelaufen ist, als wir gedacht und erhofft haben und dachten, es ist eigentlich bestimmt spannend für euch, das mal so ein bisschen mitzuverfolgen. Und man könnte sagen, die 5 Jahre waren so ein bisschen eine Buckelpiste mit hübschen Momenten, aber ziemlich vielen schönen Momenten. Ja, und ziemlich vielen Buckeln. Wir starten im Jahr 2021. Nochmal kurz zur Erinnerung, das war noch Covid-Hochzeit. Wir haben das Boot 2020 Anfang Herbst gekauft, haben das noch eben schnell nach Hamburg überführt. Geht los! Ihr dürft dabei sein. Und eingewintert und uns dann überlegt, wir könnten eigentlich auf Langfahrt gehen. Wir haben die Jobs abgegeben, wir haben die Wohnung aufgegeben, wir haben das Boot hergerichtet. Und zwischen diesem gesamten Prozess waren lediglich 6 Monate. Der erste Step war die Vorbereitung. Auf was haben wir uns vorbereitet? Ja, genau. Du meinst, welche Träume wir damit verbunden haben, welche Ziele? Ja. Ja. Rückblickend muss ich feststellen, ich war total blauäugig, weil ich hatte irgendwie so die Erwartung, naja, das ist wie so 3 Wochen auf der Ostsee Urlaub machen. Also es ist eigentlich immer schön. Ich war da nicht so wie Christoph. Ich hatte eher so, okay, wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir autark sein. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser und wir brauchen Solar und keine Ahnung. Also soweit habe ich auch gedacht, aber trotzdem habe ich das Ganze ein bisschen positiver gesehen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal starten in Hamburg an dem Abfahrtstag, oder? Ja, das war alles kurz und knapp und holter die Polter, was wir gemacht haben. Und wir mussten aus 1, 2 unverschiebbaren Gründen unseren eigentlich angedachten Abreisetermin um 1 Woche verschieben. Das Problem dabei war aber, dass diese 1 Woche, die wir verschoben haben, die hat sich wirklich den kompletten englischen Kanal durchgezogen. Bis zur Biskaya hin hat sich das durchgezogen. Man sieht auf den Videoaufnahmen, dass wir völlig erschöpft sind. Guten Morgen. Heute ist der Tag, wo wir endlich losfahren und das ist irgendwie noch ziemlich unwirklich. Die letzten Tage war Hamburg sehr, sehr schön. Wir hatten noch mal viele Erledigungen zu machen. Unsere Mitsegler sind gekommen, Dieter und Christiane, da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Ja, jetzt geht's los. Kaum zu glauben. Wir fahren jetzt erstmal die Elbe runter, heute Richtung Cuxhaven, wollen aber, wenn es geht, mit dem ersten Schlag mindestens bis Vlieland, wenn nicht sogar bis Aimuiden. Und der Wind ist heute noch okay, Wetter soll schön sein und wird dann morgen, also von heute Nacht abflauen, aber wir wollen mal sehen. Wir bleiben positiv, das wird schon irgendwie passen. Wir waren echt am Ende und ich hatte auch da wieder den Gedanken, ja, aber Hauptsache, wenn wir erstmal losgefahren sind, dann kann ich mich ja entspannen, dann bin ich auf dem Wasser, es ist alles gut. Nur die ersten Weilen haben uns echt etwas Besseres gelehrt, denn wir sind ja aus dem Wetterfenster rausgerutscht. Wir sind mit einem halben Tag Wind gestartet, hatten dann Flaute und ab dann Wind gegen an, der sich immer mehr zum Sturm steigerte. Und das war so ein bisschen das Einläuten von der Reise. Wir haben immer wieder neues Salzwasser in der V-Koje gehabt, wo wir geschlafen haben. In dem Schrank, wo Marions Kleidung drin war. In der Bilge stand immer Wasser. Die Toilette war verstopft. Der Autopilot ist ausgefallen. Also es ist so ziemlich alles zusammengekommen. Ja. Und wir sind auf der letzten Rille in Amsterdam eingelaufen, hatten dann die 2 Crashs.
Und dann waren wir in Almoiden und waren völlig am Ende. Unsere blauäugige Vorstellung war gewesen, wir sind in 3 Wochen durch den englischen Kanal durch. Und wir haben es in 2 Wochen gerade mal nach Almoiden geschafft. Wir waren wirklich fertig und waren kurz davor zu sagen, wir brechen komplett ab oder wir gehen für ein Jahr oder 2 ins Eiselmeer. Genau, So. um segeln zu lernen. Ich Ja. war so weit, dass ich den Eindruck hatte, ich habe keine Ahnung vom Segeln. Ich habe 2 Crashes an einem Tag gebaut, das hat mich tief erschüttert. Ich hatte den Eindruck, ich sollte das Segeln aufhören. Und man muss sagen, zum Glück hatten wir die Wohnung aufgelöst, weil ich glaube, sonst hätte ich gesagt, wir gehen wieder zurück, das macht gar keinen Sinn. Wir haben dann aber gesagt, nee, das machen wir nicht, wir wollen weiter. Haben dann unsere Wunden geleckt, haben ein bisschen Hafenmanöver gemacht, während Sturm war und Krönchen gerichtet und wir sind wieder aufgestanden. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Wir hätten auch nicht gewusst, wohin, weil so schnell kriegst du nicht mal eben eine neue Wohnung in Hamburg. Das funktioniert nicht. Also haben wir uns dazu entschieden, weiterzumachen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir sind wirklich von Meile zu Meile und von Marina zu Marina sind wir stärker geworden. Wir haben wirklich gemerkt, nee, wir können das doch. Wir können das doch. Das war nur einfach auf dem falschen Fuß aufgestanden und jede Meile, die wir weiter weggekommen sind von diesem Chaos, hat uns einfach nur wirklich stärker gemacht und es wurde immer schöner. Ja, also das Vertrauen kam langsam zurück. Wir haben die Landschaft extrem genossen. Die Bretagne, die Normandie hat mir extrem gut gefallen. Komm, lächel mal und sag, hier ist es so schön draußen zu sitzen mit dem Salat. Lecker, lecker, lecker. Hier ist es so schön draußen zu sitzen mit dem Salat. Lecker, lecker, lecker. So, wir sind jetzt in Cherbourg, heute Morgen um 5 angekommen und hatten unsere erste Nachtfahrt zu zweit. Unsere erste Hafeneinfahrt bei Dunkelheit zu zweit, eines unbekannten Hafens. Und das war das erste Anlegemanöver nachts in einem Hafen zu zweit. Also 3 Premieren. Wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil Juli losfahren ist relativ spät. Man soll ja nicht im Herbst über die Biskaya fahren. Wir haben uns selber den Druck rausgenommen und hatten uns gesagt, okay, wenn wir es nicht über die Biskaya schaffen, dann bleiben wir halt vor der Biskaya in dem Golf der Biskaya und überwintern dort. Das wäre jetzt nicht unsere bevorzugte Variante gewesen, aber wir wussten, okay, das ist unsere Fallback-Option. So ein bisschen Unsicherheit war natürlich trotz allem immer noch vorhanden. Aber wir haben durchgehalten bis Concarneau und dann war auch ein Wetterfenster da für die Biskaya und wir hatten eine entspannte Überfahrt. Und mit sogar sehr, sehr schönen Momenten. Mit Delfinen im Sonnenuntergang. Das werde ich auch mein Leben, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube, als wir in A Coruña ankamen, hat sich wirklich ein Schalter umgelegt. Ja, kann man wirklich so sagen. Also für mich auch, weil ich gesagt habe, wir sind doch jetzt schon an der Westküste, an der Atlantikküste. Wir sind schon in Spanien. Ich weiß, Leute überwintern in Spanien. Wir haben andere Boater kennengelernt, wo wir uns ausgetauscht haben. Was habt ihr erlebt? Wo geht's hin? Mit vielen davon haben wir immer noch Kontakt und sind gut befreundet. Und wir haben die ersten Bootsachen refitted. Wir haben die Stadt genossen. Wir sind so ein bisschen eingetaucht. Wir haben durchgeatmet. Wir sind ein bisschen das erste Mal wirklich zur Ruhe gekommen. Was auch schön war, ist, dass wir in den Gesprächen festgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen sind, die irgendwo in der Reise ordentlich einen auf die Mütze bekommen haben. Und das Projekt in Frage gestellt haben. Genau. Ja. Es haben auch andere auf der Biskaya mit 3 bis 4 Metern Welle über die Biskaya drüber und 3 von 4 Crew haben durchgehend sich übergeben. Ab dann begann wirklich der schöne Abschnitt. Wir sind da die Küste runtergefahren, haben die Orte genossen, haben oft einmal Landausflüge gemacht.
Und kamen dann irgendwann in Porto an. Und Porto war dann wirklich der erste Moment, wo wir mal länger geankert haben im Hafen von Leixões. Also ich finde es wunderschön. Gerade jetzt nach dem ersten Ankern in einem Hafen fand ich das jetzt, also Ankern in einem Hafen wohlgemerkt, also nicht am Steg festmachen, im Vorhafen von Leixões. Und jetzt mal wieder schön Stadt und das ist toll, durch die Stadt zu bummeln. Porto, wir sind total schockverliebt. Das ist wunderschön hier, ganz toll hier oben und bin ich jetzt fertig. Es war so ein bisschen der Moment, wo wir dann eine Woche vor Anker lagen und da auch festgestellt haben, okay, so fühlt sich eine Woche vor Anker liegen an und gleichzeitig nachmittags in die Stadt fahren, nämlich nach Porto rüber. Nach Porto sind wir dann relativ bald weitergefahren. Es war schon Ende Oktober. Das Wetter wurde auch nicht besser und da ist halt so der Moment, wo man halt sagt, okay, fahre ich jetzt noch weiter auf die Kanaren oder nicht. Und wir waren in Oeiras, sind nach Lissabon reingefahren und das hat uns beiden so gut gefallen, dass wir gesagt haben, eigentlich war das genug für dieses Jahr. Warum wollen wir nicht hier bleiben und uns diese Stadt ein bisschen angucken? Ich glaube, an der Stelle hat sich auch so die erste Erkenntnis durchgesetzt. Wir fahren unsere eigene Reise, weil vorher war irgendwie gesetzt, der Winter auf den Kanaren oder in der Algarve und dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, das ist unsere Reise und wenn es dann Lissabon wird, dann wird es Lissabon. Wir fühlen uns gut damit, wir fahren jetzt nach Lissabon. Ja, es hatte auch viele Vorteile. Also Lissabon als Stadt hat mich wahnsinnig geflasht. Das ist eine ganz spannende Stadt und sehr international auch, unheimlich kreativ, ganz tolle Museen und ein wahnsinniges Licht in dieser Stadt. Das war so schön und der nächste Vorteil ist halt, man kann recht gut fliegen. Die Flüge sind recht günstig und wir haben eben auch unsere Familie dann mal wieder besucht nach langem und ja, das hat sich einfach alles zusammen echt gut angefühlt. War so richtig, das ist das, was wir wollen. Hier ist schön. Und damit geht das Jahr 2021 zu Ende. Das war die erste Etappe Hamburg nach Lissabon. Ja, das Jahr 22. Wir sind dann im Frühjahr 22 hochmotiviert losgefahren mit einem offenen Ende, zu sagen, ach, wir wissen noch nicht so ganz, wo wir hinfahren wollen. Wir fahren jetzt einfach mal los. Also auf jeden Fall die Küste runter Richtung Süden. Genau, die Küste runter Richtung Süden. Christoph wollte eigentlich gerne in die Algarve, also haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Algarve. Zu der Zeit war die Orca-Situation auch noch sehr neu und auch tatsächlich noch so, dass man gar nicht wusste, was, wie, warum, was passiert da. Das war so eine Sache, die bei mir persönlich ganz dolle mitgeschwungen hat bei der Strecke. Und wir sind dann gefahren mit 2, 3 Stops nach Culatra.
Wir haben dann in Coulatra geankert und ja, wo fiel die Entscheidung eigentlich, wir fahren ins Mittelmeer? Das muss irgendwo in dem Bereich gewesen sein. Das muss Coulatra gewesen sein. Das war in Coulatra. In Coulatra habe ich eine Info bekommen aus Deutschland, dass meine Mama ins Krankenhaus gekommen ist und dass man noch nicht so ganz weiß, was es ist. Ich wollte auf jeden Fall auf die Kanaren, aber das war mein großer Wunsch gewesen. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, mach mal nicht. Und wir haben dann gesagt, okay, mit dem nächsten passenden Wetter fahren wir nach Gibraltar. Und das nächste passende Wetter war Ein paar Stunden später. Ja, ein paar Stunden später. Also wir haben genau eine Nacht in Coulatra verbracht und es hat uns so gut gefallen. Ja, das war so schön da hätte man gewesen. länger bleiben können. Wir wollten eigentlich am Tag drauf nur 10 Meilen weiterfahren und als wir rausfahren, haben wir festgestellt, boah, geiler Wind, tolle Welle, wir können super segeln und ey, guck mal, das geht durch bis Gibraltar. Ist ja krass. Dann haben wir kurz in Reeds geguckt, haben geguckt, was müssen wir eigentlich über die Straße von Gibraltar wissen, haben, solange wir Landabdeckung hatten, noch schnell Wetter runtergeholt und gesucht, was wir noch über den Kanal wissen müssen, über die Meerenge und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt. Ja, und, Augen zu und durch. ja, das war schön, das war eine schöne Reise. Das Ja. war von Coulatra 1,5 Tage, also über Nacht. Also Sonne ist untergegangen, es wird dunkel so langsam. Akademische Dunkelheit heißt das, ne? Ja, Genau, wenn man die Zeitung gerade noch so lesen kann, habe ich mal gelernt. genau. Wir fahren jetzt in die Nacht. Ich wollte eigentlich nicht im Orca-Gebiet ja nicht nachts fahren, aber ja, es ließ sich jetzt irgendwie nicht umgehen, auch aufgrund der Schießgebiete, die sind. Das eine oder beide sind eigentlich so ziemlich auf dem Weg, den wir eigentlich fahren wollten. Und jetzt fahren wir halt nachts und ziemlich weit draußen. Und Christoph sagt, das geht alles gut. Und Und am nächsten späten Abend waren wir dann tatsächlich in Gibraltar. Und für mich war das ein riesiger Meilenstein, weil ich hatte immer gehört, in Portugal verkaufen die ersten Leute ihr Boot, weil sie festgestellt haben, das ist es nicht. Und also hatte ich irgendwie den Eindruck, jawohl, wir haben es geschafft. Also wir sind schon mal weitergekommen. Und auf der anderen Seite war das eben, wir haben jetzt die Orcas hinter uns. Wir fahren ins Mittelmeer. Das ist nochmal ein komplett neuer Abschnitt, der gar nicht geplant war. Kann nur schön werden. So. Gibraltar war total spannend. Wir sind dann noch ein paar Tage in die Marina gegangen und ich habe in Gibraltar die Diagnose bekommen für meine Mama, dass sie Krebs hat. Und das war so die Bestätigung, dass die Entscheidung, ins Mittelmeer zu gehen, genau die richtige war, weil das Mittelmeer einfach ja deutlich näher nach Deutschland ist als jetzt die Kanaren. Also es ist auch gleichzeitig die Entscheidung gefallen, dass es jetzt nicht mehr die Reise ist, die das Wichtigste ist, sondern die Familie. Weil wir eben festgestellt haben, Zeit mit Familie kann endlich sein, es kann schnell gehen und deswegen wollen wir das jetzt anders stricken. Also auch sowas kann so einer Langfahrt dazugehören. Von Gibraltar sind wir dann mit diesem Gefühl ziemlich schnell weitergefahren, mit wenigen Zwischensteps auf die Balearen.
Es war ein 4-wöchiger Aufenthalt in Deutschland dazwischen. Und dann sind wir auf die Balearen gefahren, weil wir einfach gesagt haben, von den Balearen fliegt sich's am allerbesten nach Deutschland. Und ich bin mehrfach hin und her geflogen. Und wir haben uns dann überlegt, wie wir das weitermachen wollen, wenn es denn so weit kommt, dass ich für länger in Deutschland bleiben muss. Und wir haben uns dann entschieden, dass ich dann alleine fliege und Christoph das Boot dann an einen Platz bringen wird, wo das Boot länger liegen kann. Das immer wieder aufs Boot zurückkommen war für mich wirklich so wichtig. Es hat mir so viel Kraft gegeben, mein eigenes Leben leben zu können. Und wir haben so viele schöne Momente erlebt auf den Balearen. Ein Traum von mir war immer, Formentera auf eigenem Kiel zu erreichen. Das haben wir gemacht. Und Türkises Wasser, schöne Bucht, Ibiza. wunderschöne Ausflüge mit dem Roller. Ja, wir waren auf Ibiza. Ibiza war so schön. Ich hatte immer gedacht, Ibiza Partystadt ist nicht so doll. Also Ja. wir hatten ganz tolle Ausflüge auch gemacht und dieser Festivalclub, Ja, genau. dieser Partyclub aus den 70er Jahren, der Oben in den Bergen. jetzt nur Ruine ist. Wir waren auf Hippie-Märkten mit dem Roller unterwegs. Es gibt übrigens über die ersten 365 Tage ein wahnsinnig spannendes Video. Das verlinken wir euch am Ende und da könnt ihr mal sehen, wie sich das nach 365 Tagen angefühlt hat. Es war ein schöner Sommer, zwar überschattet, aber wir haben ihn so schön gemacht, wie es ging. Ja, es kam dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt fahre ich nach Deutschland und komme auch nicht wieder zurück. Das war Mitte August und von dem Moment an warst du alleine. Ja, Christoph allein zu Hause. Ja. Ich weiß noch, ich bin zurückgekommen, habe mir erstmal einen Kaffee gekocht, habe mich ins Cockpit gesetzt in der Dunkelheit, habe auf die Wellen geguckt, habe dem Rauschen der Wellen an der Küste zugehört und habe mir gedacht, ja und jetzt? Ich habe also die Bucht ein bisschen abgetingelt, habe mich dann vorbereitet auf das lange Übersetzen und von Ibiza zu Port Napoleon, wo wir den Winter gebucht hatten fürs Winterlager, sind es 2,5 Tage, wenn man durchsegelt. Und ja, ich habe noch einen Probeschlag gemacht, habe aber dabei festgestellt, der Motor geht aus und ich habe Dieselpest. Und ich hatte also jetzt eine ganze Menge technische Probleme. Marion und ich haben täglich telefoniert, damit ich auch Marion ein bisschen beistehen kann. Und ich war dann sehr ratlos, was ich mache, habe es aber dann irgendwie hingekriegt. Es wurde auch langsam dringlicher, dass ich nach Deutschland muss. Es war jedenfalls, um es kurz zu machen, eine kleine Odyssee und es wurde dann Barcelona. Marion und ich haben an einem Tag hin und her telefoniert, um einen neuen Hafen zu finden, nachdem klar war, ich erreiche Port Napoleon nicht mehr. Und so wurde es dann Barcelona. Ich habe das Boot abgeschlossen und bin zu Marion geflogen, um bei ihr und ihrer Familie zu sein. Wir haben vorhin festgestellt, ein Worst-Case-Szenario kam zusammen. Und jetzt so im Nachgang, hat dir das was getan oder gebracht? Das war so das erste Mal, dass ich gezwungen war, alleine in einer Bucht auf den Balearen im Hochsommer ein technisches Problem zu lösen. Und das hat mich stark gemacht. Also ich hatte den Eindruck, boah,
ey, das ging ja doch. Ich habe es hingekriegt und das hat viel Vertrauen, was ja immer noch so ein bisschen angekratzt war von den Unfällen, wieder hergegeben. Das hat mich sehr gestärkt zu sagen, okay, ich bin doch irgendwie angekommen und ich bin jetzt Segler. In der Zeit in Deutschland haben wir auch ganz viel geredet und wir haben für uns festgestellt, dass wir mit dem Boot eigentlich gar nicht mehr so richtig glücklich sind. Und haben überlegt, ob wir uns vielleicht vergrößern wollen und haben uns in einer Nacht- und Nebelaktion in den Bus gesetzt, sind nach Frankreich gefahren, um uns ein Boot anzugucken, 48 Fuß. Wir fahren jetzt mit dem Bus nach Montpellier und schauen uns dort tatsächlich ein Boot an und fahren dann morgen Nacht mit dem Bus wieder zurück. So. Ziemlich spontane Aktion. Wo sind wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sind immer noch in Montpellier, ist eine Stunde später und wir warten immer noch, dass wir weiterfahren können, um das Boot anzugucken. Hat sich noch nichts geändert. Genau. Also ich tue die scheiß Kamera weg und gehe mir nicht auf die Nerven. Genau. Les dernières photos qu'il y a quand ils sont revenus des Antilles, c'est 2017. Ja. Ja. Vorne. Ups. Ich habe mich reingelegt. Die hier, die gebogenen und auch hinten in der Achterkabine, die kann man jetzt nicht sehen, die sind auch noch alt und da sind auch Leckagen. Also es sind teilweise Feuchtigkeiten am Boot. Der Motor hat eine Undichtigkeit. Aber wir haben jetzt schon gesehen, die hat eine Feuchtigkeit, also die spritzt Wasser raus an der Seite, also am Wärmetauscher unten und wirft auch blauen Rauch, also so ganz doll ist das nicht. Die hier zum Beispiel, die ist undicht, das sieht man auch. Da gibt es unglaublich viele Fächer, überall Ablagen hier oben drin und das gibt es im ganzen Boot, also egal jetzt ob Salon oder Achterkabine oder der Durchgang, das ist schon super. Also vom Riss her ist das echt ein tolles Boot, richtig toll. Und wir hatten ja vorher wirklich Bedenken, dass uns das Cockpit nicht gefällt, so klein ist. Aber ansonsten ist das Boot wirklich groß und hat echt viel Stauraum, also das wäre super. Komplett Schrott, das Boot, aber es hat uns gezeigt, hier eigentlich sind das die fehlenden 2 Meter, die wir brauchen könnten. Ja, um drauf zu leben. Das vorherige Boot war ein tolles Boot. Also das hat nichts mit dem Boot zu tun, aber für uns waren einfach viele unangenehme Erinnerungen an dieses Boot gekoppelt. Jedenfalls hatte sich der Gedanke eingenistet. Wir sind dann im Dezember wieder zurückgefahren nach Barcelona und dann war 2023 ein Jahr, wo wir durchstarten wollten. Wir haben das Boot etwas näher nach Barcelona gelegt, um die 2-3 Monate, die wir noch da sind, schön was von der Stadt zu sehen und dann von dort zu starten in einen schönen Segelsommer. Bis dann ein Anruf aus Deutschland kam, und zwar dieses Mal für meine Familie. Meine Eltern waren beide über 80. Es hat sich angekündigt, die müssen jetzt ins Pflegeheim. Das Haus muss aufgelöst und verkauft werden. Und ab März war ich überwiegend in Deutschland, habe mich um meine Eltern intensiv gekümmert. Und so kam ich erst im Sommer wieder zurück. Und dann haben wir irgendwann ein Boot gesehen in Livorno. Das hatten wir schon öfter mal gesehen, war immer zu teuer gewesen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir fahren jetzt trotzdem mal hin und schauen uns das mal an. Ja, wir wollten einen Urlaub machen. Also uns war eigentlich von vornherein klar, dass das Boot über der äußeren Grenze unseres Budgets liegt. Aber es war halt trotzdem ein Traumboot. Und es war ja in Livorno über Florenz. Und dann sind wir halt dahin gefahren, weil wir gedacht haben, ja, ist doch schön, fahren wir doch mal nach Italien. Italien ist schön. Wir haben ein schönes, romantisches Wochenende in Florenz gemacht. Wir haben uns die Stadt angeguckt. Ja. Das ist heute nicht das Thema, aber das ist sozusagen der Rahmen,
weil wir ein Boot angucken in Livorno. Wir haben das eben genutzt, haben nach günstigen Flügen geguckt, sind am Freitag angereist und haben dann ein schönes Wochenende draus gemacht, was auch eine sehr gute Idee war. Es ist einfach wunderschön. Wir schauen uns heute eine Amel Santorin an. Naja, eigentlich macht es keinen Sinn, es ist so viel Geld wollen wir nicht ausgeben, aber wir brauchen doch eigentlich auch mal wieder einen Urlaub. Lass uns doch mal in die Toskana fahren und dann schauen wir es uns halt an, wenn es da eh schon rumliegt und wir sowieso schon in der Toskana sind. Deswegen haben wir jetzt die Santorin gesehen und sind sehr nachdenklich, weil sie uns halt wirklich super gefallen hat. Jedenfalls war das die Licorne, auf der wir jetzt sitzen, und wir haben sie dann auch gekauft, und das war dann September, wo wir dann Eigner dieses schönen Bootes waren und festgestellt haben, wir lassen sie nicht in Italien liegen, wir fahren sie nach Barcelona, damit wir beide Boote, wir hatten ja das alte Boot noch, in einem Hafen haben und dann so ein bisschen Bootsmikado spielen können und den Umzug machen können und das Boot hier ausstatten können. Wobei, das war ja augenscheinlich im super Zustand. Wir müssen gar nicht so viel dran machen. Ein paar Sachen reinräumen und dann können wir lossegeln. Also haben wir 5 Tage lang eine Überführung gemacht mit dem Boot. Die war eigentlich eine kleine Reise. Wir haben auf Elba ein paar Tage verbracht mit Freunden, die dort auf einer Tauchstation arbeiten. Eins unserer ersten Buddyboats übrigens. Sind von dort dann weitergefahren an der korsischen Küste vorbei. Wir sind durchgefahren. Genau, und sind dann durchgefahren, haben nur einmal zum Tanken angehalten und haben 5 Tage mehr oder weniger auf See verbracht. Und das war traumhaft schön, die Reise, und hat uns gesagt, das hier ist das richtige Boot. Marion hat sich sofort wohlgefühlt, es hat alles geklappt, es war einfach nur Spätsommer pur und wunderschön und viel Zeit auf dem Wasser mit einem Boot, was das Richtige ist und von dem wir den Eindruck hatten, jetzt kann es losgehen. Wieder. Ja, wir haben uns direkt vom ersten Moment an auf dem Boot einfach wohlgefühlt. Ja. Wohlgefühlt, sicher gefühlt. Ich bin vorne auf dem Vorschiff rumgeturnt. Das habe ich bei der Arriva nie gemacht. Also da musste schon spiegelglattes Wasser sein, dass ich aufs Vorschiff bin. Und bei der Licorne bin ich von Anfang an auch nach vorne aufs Vorschiff gegangen, bin da rumgeturnt, rumgestanden. Und das war wirklich so es ist die richtige Entscheidung gewesen. Und jetzt wird's gut. Wir haben also das Boot nach Barcelona überführt. Wir lagen dann mit beiden Booten in einem Hafen, 2 Stege voneinander entfernt. Und das Jahr klang dann aus mit dieses Boot putzen, das alte Boot aufräumen und ausmisten und uns auf die technische Ausrüstung dieses Bootes vorzubereiten. Und damit war das Jahr 23 auch zu Ende. Und wenn ihr uns jetzt gut zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, wir waren ja 2023 gar nicht segeln. Aber wir haben dafür Barcelona von einer ganz anderen Seite erlebt. Wir haben die Ecken gesehen, die du nicht siehst, wenn du einen 2-wöchigen Urlaub in der Stadt machst. Wir sind richtig eingetaucht in diese Stadt und haben uns die Bauwerke von Gaudí angeschaut, und zwar die sich nicht jeder anschaut. Wir sind auf Märkte gegangen. Wir haben tolle Stadtviertel gesehen, die gerade im Umbruch sind, die früher so ein bisschen die Werkbank Europas waren und jetzt so ein bisschen Kulturzentrum werden.